An der Uni gibt es keine Lehrerin, keinen Lehrer, der irgendwie Hausaufgaben kontrolliert, der Anwesenheiten in den seltensten Fällen kontrolliert. Also das sind Ausnahmen, wo Anwesenheitspflicht besteht. Das heißt, Sie als Studierende müssen sich selber motivieren, zu den Lehrveranstaltungen zu gehen, die Lehrveranstaltungen vor- und nachzubereiten. Das ist sicherlich etwas, was ganz anders ist, weil das Arbeitspensum, was man selbst verantwortlich in der Hand hat, sehr viel größer ist. Und das heißt, man muss sich die Wochen strukturieren, sodass man Zeit findet, Veranstaltungen vor- und nachzubereiten, sich auf Prüfungsleistungen vorzubereiten, egal wie diese aussehen. Und ganz wichtig dabei ist eigentlich auch, dass diese Semesterferien eigentlich keine Ferien sind, sondern vorlesungsfreie Zeit. Und vorlesungsfreie Zeit heißt, dass in dieser Zeit beispielsweise Hausarbeiten geschrieben werden, Praktika abgeleistet werden oder gegebenenfalls auch noch andere Dinge absolviert werden müssen, die für einen Studiengang erforderlich sein können. Wir würden empfehlen, dass man gleich von Anfang an quasi mit dem Tag heute sich überlegt, wie will ich eigentlich mein Semester planen? Und mein Semesterplan heißt eben ein ganzes halbes Jahr in den Blick zu nehmen, inklusive der vorlesungsfreien Zeit. Das heißt, ich kann mir einerseits Semesterpläne machen, in die ich schon alles eintrage, was ich weiß im nächsten halben Jahr auf mich zukommt. Das sind einerseits die Termine, die sich aus den ersten Wochen im Semester ergeben, Prüfungsleistungen, Referatstermine, Hausarbeitsabgabetermine und ähnliches, aber eben auch private Termine, Kurzurlaube oder was auch immer, von dem ich weiß, dass es jetzt schon ansteht. Und gleichzeitig sollte ich eben einen Wochenplan mir erarbeiten. In den Wochenplan trage ich meine Lehrveranstaltungen ein, in den Wochenplan trage ich meine Hobbys ein, aber auch wenn ich arbeite, meine Arbeitszeiten ein, sodass ich mit den beiden Dingen eigentlich sehr gut im Überblick habe, wo sind meine freien Zeiträume, wann kann ich vor- und nachbereiten, wann kann ich mich mit Lerngruppen treffen, wann kann ich auch Urlaub machen, beispielsweise. Wenn ich mich so organisiert habe, dann bin ich gut vorbereitet und habe eine Vorstellung davon, wie ich und wann ich Zeit zum Lernen habe. Beim Thema Lernen würden wir gerne nochmal an die Hand geben. Also Sie sitzen alle hier, das heißt, irgendwo waren Ihre Lernstrategien bereits erfolgreich. Das heißt, wir würden Sie bitten oder einladen, erstmal zu reflektieren für sich selber, wann oder wie haben Sie gelernt und was war eigentlich erfolgreich bei Ihrem Lernen. Dazu hätten wir auch noch einen quasi kleinen Unterstützungsbogen, den wir am Ende austeilen. Und wenn Sie sich überlegt haben, was sind so die Lernstrategien, mit denen Sie erfolgreich waren, probieren Sie aus, die auch im Studium anzuwenden. Wir würden Ihnen empfehlen, vielleicht ganz simple Dinge, aber was wirklich gut funktioniert ist, Sachverhalte laut aufsagen. Dabei merkt man sofort, wo man Lücken hat. Sachverhalte mit eigenen Worten zusammenschreiben. Auch dabei merkt man sehr gut, wo man Lücken hat. Wir würden sagen, auf jeden Fall sich einen Lernpartner, eine Lernpartnerin suchen oder Lerngruppen suchen, mit denen man Themen besprechen, durchdiskutieren kann, aber wo man sich auch gut aufteilen kann, wer welchen Lernstoff intensiver vorbereitet als die jeweils anderen. Wir würden empfehlen, Probleme zu lösen, das heißt alte Klausuren zu rechnen. Das hängt ja immer davon ab, welche Prüfungsleistungen auf Sie zukommen am Ende des Semesters. Wir würden empfehlen, Lerninhalte zu visualisieren, das heißt Mindmaps zu machen oder Lernplakate zu machen. Gleichzeitig würden wir empfehlen, was ganz wichtig ist, sich auch zu überlegen, wo will ich eigentlich lernen, also was ist ein guter Lernort und was ist eine gute Lernzeit für mich. Auch da heißt es sicherlich ausprobieren, ist es die Bibliothek oder kann ich besser zu Hause lernen, kann ich besser morgens lernen, kann ich besser abends lernen. Ja, und all das zusammengenommen kann man sicherlich sagen, studieren lernt man nicht an einem Tag. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Sie können in die Beratung kommen, zu uns in die zentrale Studien- und Karriereberatung. Sie können unsere Workshops in der Lernwerkstatt in Anspruch nehmen. Sie können Workshops bei dem psychologischen Beratungsservice in Anspruch nehmen. Sie können in den Fakultäten fragen, Ihre Fachschaften fragen, Lehrende fragen oder den allgemeinen Studierendenausschuss. All da gibt es Antworten, nur Sie als Erstsemester müssen die richtigen Fragen stellen oder müssen Fragen stellen und viel Erfolg.